Hallihallo, mein Name ist Romine und ich möchte heute mit euch über die Histologie der Lippen sprechen. Bevor wir starten, möchte ich euch bitten, den Subscribe-Button zu drücken, das Video zu liken und es zu teilen. So bleibt ihr mit Romimed immer up-to-date und könnt alle medizinischen Themen meistern. Die Lippen bestehen insgesamt aus 3 Bereichen. Erstens die äußere Haut, die genauso aufgebaut ist wie andere Hautbereiche des Körpers. Zweitens das Lippenrot, das wir eigentlich als die Lippen kennen und das diese typische rote Farbe hat. Drittens und der innere Bereich, der mit Schleimhaut bedeckt ist, da er Teil der Mundhöhle ist. Welches Epithel findet sich in jedem dieser Bereiche? Die äußere Haut hat, wie der Rest der Haut, ein mehrschichtiges, verhorntes Plattenepithel. Das Lippenrot ist eine Übergangszone zwischen dem Epithel der Haut und der Schleimhaut. Dieser Bereich hat ein dünneres, wenig pigmentiertes Epithel und die Schleimhaut im inneren Bereich besteht aus einem mehrschichtigen, unverhornten Plattenepithel. Auf diesem Foto könnt ihr alle 3 Bereiche nochmal gut erkennen. Wie ihr seht, gibt es eine hellere, verhornte Schicht auf der äußeren Haut, die sich deutlich vom inneren Bereich unterscheidet. Aber was gibt es noch in unserem Lippenpräparat zu entdecken? In der äußeren Haut finden wir, wie bei normaler Haut, Talgdrüsen, die mit Haarfollikeln verbunden sind, und Schweißdrüsen. Das gilt aber nur für den äußeren Bereich. Welche Drüsen finden wir dann in der Schleimhaut? Genau, die seromukösen Drüsen, auch Glandula labialis genannt. Und was gibt's noch in den Lippen? Könnt ihr vielleicht die Fasern der Skelettmuskulatur erkennen? Richtig, da haben wir den Musculus orbicularis oris, ein mimischer Muskel, der rund um Mund und Lippen verläuft. In den Lippen gibt es davon den sogenannten Pars labialis. Außerdem sieht man in der Übergangszone viele Papillen mit Blutgefäßen. So, lass uns das Ganze mal zusammenfassen. Die Lippen haben 3 Bereiche und jeder hat unterschiedliche Strukturen. In der äußeren Haut mit ihrem mehrschichtigen, verhornten Plattenepithel finden wir Talgdrüsen, die mit Haarfollikeln verbunden sind, und Schweißdrüsen. Im Lippenrot, der Übergangszone zwischen verhorntem und unverhorntem Epithel, gibt es viele Papillen mit Blutgefäßen, aber keine Haarfollikel mehr. Im inneren Bereich sehen wir die Schleimhaut mit seromukösen Drüsen. Außerdem lassen sich Teile des Musculus orbicularis oris im Präparat der Lippen leicht erkennen. So Leute, das Wichtigste zum Schluss, vergesst nicht Romimed zu abonnieren, dieses Video zu liken und es mit euren Freunden zu teilen. So könnt ihr euch optimal auf medizinische Themen vorbereiten. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.